Verwirrung um den NHR-Status in Portugal. Vielleicht hast du es in der Zeitung gelesen oder irgendwo im Internet gesehen. Jetzt am Mittwoch wurde entschieden vom portugiesischen Parlament, dass der NHR-Status um ein weiteres Jahr verlängert wird bis zum 31.12.2024. Man kann also auch noch nächstes Jahr nach Portugal umziehen, offensichtlich. Allerdings ist das wirklich so. Es gibt viel Verwirrung. Ist also der NHR-Status doch nicht tot? Damit wollen wir uns heute kurz auseinandersetzen und hier diese sehr verwirrende Situation aufklären. Nur, ich muss gleich von vorne weg sagen, für die meisten wird sich nichts ändern. Du musst bis Ende des Jahres umziehen. Nur unter ganz bestimmten Bedingungen kannst du auch erst im nächsten Jahr nach Portugal umziehen und den NHR-Status noch nutzen. Erst einmal, was ist der NHR-Status? Also der NHR-Status wurde von Portugal nach der Finanzkrise 2008 ins Leben gerufen, um hier Kapital anzuziehen, um wohlhabende Ausländer anzuziehen. Wenn du als Ausländer nach Portugal umgezogen bist, dann hast du für 10 Jahre erhebliche Steuervorteile. Zum einen mal bezahlst du eine Einkommensteuer auf 20%, wenn du dort beschäftigt bist in hochqualifizierten Jobs. Zweitens, wenn du Rentner bist oder Pensionär, fallen nur 10% Steuer auf deine Altersbezüge an. Und drittens, das ist sehr interessant für unsere Mandanten meistens, ausländische Dividenden und andere Kapitalerträge sind in Portugal steuerfrei. Vor kurzem, also jetzt im Herbst 2023, hat der portugiesische Premierminister kurz vor seinem Rücktritt, er war ja hier von Skandalen umwittert, kurz vor seinem Rücktritt hatte er noch angekündigt, der NHR-Status würde abgeschafft werden. Eine sehr populistische Entscheidung der Sozis hier in Portugal. Aus welchem Grund? Naja, ganz klar, die Ausländer haben sehr viel Geld nach Portugal gebracht, haben sehr viel für die Instandsetzung und Erneuerung der Infrastruktur der Stadtbilder getan. Das hat natürlich auf der anderen Seite dazu geführt, dass Wohnraum insbesondere teurer wurde und viele Portugiesen aufgrund der niedrigen Gehälter, aufgrund der nicht so gut funktionierenden Wirtschaft hier sich solche Wohnungen nicht mehr leisten konnten. Es gab viele Proteste gegen Ausländer, fremdenfeindliche Proteste gegen Ausländer in den Straßen Portugals. Die sind natürlich immer okay, ist ja klar, wenn es hier um linksgerichtete Proteste geht. Jedenfalls, man hat hier gegen Ausländer gehetzt, gegen digitale Nomaden und so weiter. Alles Personen, die sehr viel Geld ins Land gebracht haben. Der ehemalige portugiesische Premierminister Costa, der wegen eines Korruptionsskandals zurücktreten musste, hat hier dann noch schnell aus der Hüfte geschossen, bam, bam, um noch zu versuchen, seine Haut zu retten. Hat dann nicht mehr funktioniert, hat also diesen populistischen Beschluss sozusagen bekannt gegeben, dass der NHR-Status abgeschafft wird. So. Natürlich, wie es immer ist bei solchen Schüssen aus der Hüfte und wenn der Mund schneller redet, als das Gehirn denkt, gibt es natürlich dort dann jede Menge Probleme, die darauf folgen und so natürlich auch hier. Also man kann sich vorstellen, die Regelung wurde entsprechend so verabschiedet zunächst mal, dass man noch bis Ende des Jahres in Portugal ankommen musste. Dann konnte man den NHR-Status noch nutzen für 10 Jahre. Und da blieben natürlich dann alle möglichen Leute auf der Strecke und das internationale Echo war sehr negativ. Überlege dir nur, du hast zum Beispiel, sage ich mal, im September einen Arbeitsvertrag unterschrieben für einen Job in Portugal, der vielleicht am 1. Februar anfängt. Du hast im September zum Beispiel schon mal ein Haus gekauft in Portugal, hast aber geplant, erst Anfang nächsten Jahres umzuziehen. Du hast deine Kinder in der Schule angemeldet in Portugal für irgendwann Anfang nächsten Jahres und so weiter und so fort. Hattest also schon vorher geplant umzuziehen, hast den Umzug aber noch nicht vollzogen und auch nicht geplant, den Umzug noch 2023 zu vollziehen. Du wärst dann auf der Strecke geblieben. Daher hat nun das portugiesische Parlament entschieden, dass wenn du nachweisen kannst, dass du deinen Umzug nach Portugal schon vor dem 10.10.2023 in ganz konkreten, praktischen Schritten eingeleitet hast, dann kannst du auch erst nächstes Jahr in Portugal ankommen und musst nicht dieses Jahr 2023 noch ankommen, um den NHR-Status noch nutzen zu können. Für die meisten unserer Mandanten ist dies freilich von geringer Bedeutung, denn die meisten, die sich für den NHR-Status interessieren, haben natürlich nicht den Umzug schon dieses Jahr eingeleitet. Wenn du in der gleichen Situation bist und du möchtest gerne den NHR-Status nutzen, hast du noch bis Ende Dezember 2023 Zeit, nach Portugal zu gehen, dort eine Wohnung zu suchen, dich anzumelden. Dann, wie gesagt, kannst du ihn noch nutzen für 10 Jahre. Kommst du aber nächstes Jahr an, dann wirst du von dieser Sonderregelung nicht profitieren können.
Denn wie gesagt, du musst nachweisen, dass du vor dem 10.10.2023 mit dem Umzug begonnen hast, Kinder an der Schule angemeldet hast, ein Haus gekauft oder gemietet hast, Arbeitsvertrag unterschrieben hast oder irgendwie sowas. Also einen solchen Nachweis musst du beibringen. Wie gesagt, wenn Portugal dich reizt, dann kannst du dir jetzt noch überlegen, ob du es noch schaffst dieses Jahr. Ansonsten gibt es natürlich auch andere attraktive Wohnsitzländer in Europa. Der Nachbar von Portugal ist Spanien, hat auch ein sehr attraktives Programm, nennt man Beckham Law. Auch dort kann man unter sehr steuergünstigen Bedingungen in Spanien leben. Italien zum Beispiel hat auch verschiedene interessante Programme, wobei eben auch Italien hat jetzt sein sogenanntes Impatriati-Programm zum 01.01.2024 stark verschärft und auch so gestaltet, dass es im Grunde genommen nicht mehr attraktiv ist. Hier gibt es noch andere Programme für Rentner zum Beispiel oder auch für sogenannte Non-Doms. Griechenland ist interessant, dann natürlich Zypern, Malta und natürlich viele Länder auch in Übersee. Ja? Also das heißt, wenn du gerne für 2024 dir einen steuergünstigen Wohnsitz suchen möchtest, bisher an Portugal gedacht hast, aber nun leider nicht mehr vom NRR-Status profitieren kannst, dann buch doch ein Beratungsgespräch. Link packe ich hier in die Beschreibung rein und wir können uns über mögliche Alternativen zu Portugal unterhalten oder vielleicht bist du noch ganz schnell und schaffst es sogar noch dieses Jahr. Hast ja noch ein paar Wochen Zeit. Wie dem auch sei, ich würde mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen und über dein Auslandsvorhaben zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.